Sonne tiefer kommt, dann gehe ich einfach hoch auf 1250. So. Ich bin der Roland und komme aus dem Brandenburger Land. Und zwar ist das von hier 400 Kilometer. Ich habe hier eine Karte. Mal gucken, ob die auf ist. Ich kann Ihnen ja noch eine Besonderheit zeigen. So, man hat ja manchmal Sorgen oder andere haben viel mehr Sorgen. Da zieht man das einfach raus. Und siehe da, hat man so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Ah, Erste Hilfe. So ungefähr. Ja, und hier ist mein Standort zu Hause. Das ist das Arnsdorf. Da wohne ich. Hier ist Beeskow, Frankfurt-Oder, Slubice. Hier kannst du mitkommen. Mal hier hoch aufmachen, dann können wir mal rundherum laufen. Der Hänger ist ein TSA-Hänger von der DDR, als Feuerwehrhänger genutzt. Da war eine TSA-Spritze drin, Schlauch als Schlauchwagen und Details hier wie Werkzeuge, ne, und sowas alles. So, dieser Hänger hat eine flexible Aufnahme. Der hat zusätzlich noch einen Schwanhals, den man dann an LKW oder Traktor zieht. Früher wurde dann mit Traktor gezogen, die ersten Zeiten, dann kam der W50. Ja, ist ruckzuck abgebaut und deshalb ist das Modell mit das Beste. Das ist Baujahr 88. So, und den habe ich mir geholt und dann, wie gesagt, ausgebaut, gedämmt. Dann immer Stück für Stück, was man so braucht, ne? Solaranlage, weil man wird ja mit dem Notstromaggregat nicht gerne gesehen bei solchen Treffen. Ja, da habe ich dann umgerüstet. Ich habe meinen Kühlschrank drin, habe mein Schlafzeug drin, wie gesagt, habe Heizung, TV, was ich brauche nur zum Fußball gucken, ne, oder MotoGP und so. Ja, und dieses Auto ist ein BJ40, das ist ein Sonnenschutz hier. Welches Baujahr ist das? Das ist Baujahr 1980, der kam aus Holland, stand dann in der Scheune, weil der Vorgänger ein Jäger war, ist verstorben. Und beim Kauf eines Rasentraktors entdeckte ich den in der Scheune und wandte mich an die Frau. Also ein klassischer Scheunenfund. Ja, und ich konnte nichts damit anfangen. Ja, sehr schön. Dann habe ich ihr ein Angebot gemacht, habe das geholt. Er war natürlich runtergewirtschaftet. Ne? Also hieß es, analysieren, alles runter. Dann ging es los, Abstrahlung. Dann kam das Sieb zum Vorschein. Ne? Die Spachtelmasse flog. Ja, dann Zettel fertig gemacht, die Bestellung für Allradgeber bzw. Divo. Ja, und dann kamen die Teile, nach 8 Monaten hatte ich alles zusammen und dann ging es langsam vorwärts mit dem Aufbau. Die Sandbleche. Das sind die Sandbleche und dahinter habe ich einen Wagenheber. Auf der anderen Seite, das ist der Ausdruckbehälter. Auf der anderen Seite ist dann auch so ein Sandblech dran und dahinter ist der Wagenheber eingebaut. Also doch mal was hat das auch bisher noch nie. Der Rahmen wurde kalt verzinkt, kodiert und dann mit einem Speziallack überzogen, weil ich von Seiten anderer gehört habe, dass diese schwarze Beschichtung bei Steinschlag immer gleich etliche Stücken abplatzt, ne? Und dann rostet das. Und dieser Speziallack, der draufgezogen ist, dreifach, ist wie so eine Art Gummi. Ja, da bleibt der Stein praktisch hängen und schlägt nicht durch. So, ich habe 3 Jahre gemacht. Hab mir hier, ich kann mir mal die Kühlbox rausnehmen, habe mir hier zusätzlich, aufgrund dessen, dass ich noch einen Queck Junior habe, aus der DDR-Zeit, weiß nicht, ob das bekannt ist, so ein Queck Junior, so ein kleiner Hänger, gibt es mehrere Sorten, Aero 225 und ein Queck, holen wir auch rum. Und da fahre ich dann mit den Kids, mal kurz einen Trip, die schlafen dann im Wagen, also, und ich schlafe dann hier. Ne? So, das ist nach vorne geklappt. Klappe meine Liege aus und penne ich hier drin. Ja, das sind alles Neuteile. Kriegt man die noch, ja? Natürlich. Die gibt es jetzt im Angebot als GFK, aber ich wollte Original haben. Und deshalb habe ich drauf bestanden bei Allradgeber. Blech. Kotflügel, hinten die Kotflügel, alles soweit erneuert. Und 2021 hatten wir nur diese Corona-Krise und das war nicht schlecht. Da hatte ich wieder ein bisschen Zeit und habe mich mit dem Motor noch mal beschäftigt. Ja, weil der Zylinderkopf
einen kleinen Schaden hatte. Dann habe ich den ausgebaut. Der hat ein bisschen Öl gespuckt hinten auf einmal. Aha. So, ausgebaut. Und dann habe ich gleich die Kolben gewechselt. Zylinderkopf gewechselt. Hat mir auch Allradgeber eingeschliffen, die Ventile, alles komplett. Bin sehr zufrieden. Eingebaut, läuft wie Uhrwerk. Ja. So, ist eine 24 Volt Anlage, was praktisch den Starter betrifft. Man hat ja ein Umschaltrelais, dann geht der auf 24 Volt, startet, und die Lichtanlage ist ebenfalls 24 Volt bis auf Zigarettenanzünder. Selbe eine 24 Volt, Zugkraft 5 Tonnen. Ja. Einzige, was ihn ein bisschen entstellt, ist eben dieser Arbeitsscheinwerfer, aber den braucht man. Ja. Man braucht ihn einfach. Ja. So, die Reifen sind ja nicht die originalen Straßenreifen. Da hat man dann die 716 drauf, die schmalen. Aber wie gesagt, wenn man doch mal ein Zylinder fährt, ist dieses schon praktisch. Ich habe hier vorne eine 3 cm Spurverbreitung drauf. Ansonsten wurde nämlich der Lenkkopf an der Felge geschlagen. So, ansonsten ist soweit alles original. Wow. Alles original. Bei der TÜV-Abnahme und bei dem Wertgutachten wurde darüber hinweggesehen, dass man ein anderes Radio drin hat, weil diese Radios, ja, die neuen, kann man verzeihen. Weil die alten, was ich drin hatte, gab es immer Salat in der Kassette. War ja noch Kassette, ne, Druckknopf. Ja, aber da sieht man ihn lieber weg. Ansonsten sollte man weitmöglichst alles original haben. So. Ja, ich habe hier einen Zweitürer, Dreitürer hinten. Gibt es ja verschiedene Varianten bei diesen Autos. Entweder zweiflügelig oder wie gesagt so. Und ich finde das so sehr gut. Da kann man nämlich mal auf der Schnelle, wenn ich dann mal unterwegs bin, ziehe ich mein Tischlein raus, stelle meinen Kaffeepott drauf, ne, mache einen kleinen Picknick. So, und dieses ist der Auftritt. Schraubt man das ab, wenn man jetzt ohne Hänger fährt. Das sind so die kleinen Raffinessen, was man hat, sich ausdenken. Dann kommt dieses Teil auf diese Kupplung, ist ein Magnet dran, zack, und dann steht der unten und man kann bequem einsteigen. Fetzig. So eine Rückfahrkamera, okay, ist immer nicht einfach, wobei man den Hänger ja auf einem normalen fester Fläche kann man den ja bewegen, aber im Gras ist es schon ein bisschen schwerer. So, und dann sieht man genau eingestellt auf die Kugel und schon bin ich dran. Ja, das sind so die Kleinigkeiten. Ich habe 3 Jahre an diesem Auto gebaut, bis es soweit war, von 13 bis 16. Ja, alles in Eigenleistung, außer die Lackierung. Ja, ich habe zwar mit in der Kabine gestanden, habe probiert, aber ich habe gesagt, komm, mach mal lieber selber. Ich war immer zu schnell beim Lackieren. Ne? Und die haben das doch anders in mir Gefühl, die Lackierer. Ich denke auch, das ist nicht einfach. Aber der war total zerlegt, alle Teile. Ich habe eine Dokumentation, ich habe 600 Bilder, habe ein Gutachten. Der wurde als Note 2 eingestuft damals. Ja, das Gutachten wird erstellt von der DEKRA, wird nach Hamburg geschickt, wird geprüft, kommt zurück und dann weißt du, was du wert hast. Ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ist natürlich mit dem Hänger ein bisschen mehr Spritverbrauch, ne? Diesel. Aber ansonsten, ja, und das ist meine Wohneinheit, wie gesagt. Das Zelt habe ich mir vorher zugelegt. Das ist eine Markise von Gordiger und gleichzeitig ein Zelt, was man so einhängt nur, ne? Das hängt man bloß ein, dann hat man nur die Markise und eine kleine Küche. Können wir noch mal reingucken, ganz kurz, bitte, oder ist es bitte, doof? bitte. Haben wir noch gar nicht richtig reingeguckt. Ah ja, so, das ist dein kleines Reich dann. Ne? Ja, ich habe meinen Kühlschrank, meinen Fernseher. Ja. Unten in diesem Kasten, da unten in dem Holzkasten, ist dann die Batterie versteckt. Ne? Unten drin ist extra das Schubfach ausgeschnitten. Jetzt läuft da an. Wenn der Kühlschrank anspringt, geht der ein bisschen in die Spitze. Weil der braucht ungefähr 65 Watt, der Kühlschrank. So, und der Wechsler hat eine Dauerleistung von 1000 Watt, aber eine Spitzenleistung von 2000 Watt.
So, in dem Moment, wo der anspringt, geht er kurz in die Spitze rein und dann läuft er kontinuierlich durch. So, Fernseh, Television ist gleichzeitig. Wenn ich mal schönes Wetter habe, klappe ich runter und habe den Arbeitstisch. Ja. Und dieser Fernseher ist an einer Magnetplatte festgemacht. Wenn wir dann zum Fußball-Event knall ich einfach an die Außentür. Ist ja alles Blech, die Außenhaut. Ne? Wird dann bloß rausgezogen, an die Tür jagen und dann sitzen wir draußen und gucken Fernsehen. So ist das. Schönes Ding. Ja, man muss bei so einem kleinen Wagen, muss man jede Ecke ausnutzen. Kann den auch mit Strom betreiben. Ne? Dann zieht bloß den Kabel und geht direkt an Strom. USB-Anschlüsse jede Menge und jeder Schalter ist separat einzuschalten. Ja, da kann nicht schief gehen. Ich kann jetzt hier die Kaffeemaschine betreiben, die läuft auf 12 Volt mit einem extra Trafo, wie die LKW-Fahrer so haben. Ne? Ansonsten Kleinigkeiten, ne? Wo man was verstaut. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Ich habe jetzt noch eine zweite Matratze reingelegt, weil das ist ein bisschen hart. Und das kann man hier ganz einfach hochklappen. Klappt man hier hoch, hängt hier rein. Dann sieht man hier, Hier bin ich. hier die Zirkulationsheizung. Ah, ja. Ja, das ist eine Zirkulationsheizung, 12 Volt. Und hier unten habe ich dann nochmal diese Mattenheizung drin. Sehen Sie das? Das ist so eine Mattenheizung. Die geht bis 30 Grad hoch. Musst du natürlich alles raus haben hier, ne? Den Gründer. So, und diese Luftheizung mache ich bloß an, wenn es jetzt so Oktober ein bisschen mulmig wird, dann zirkuliert das. Das heißt, du brauchst keine, der ist nicht gedämmt, der Hänger wahrscheinlich. Der ist gedämmt. Der ist gedämmt, ja. Der ist hier rund gedämmt, Ja. ist unten auch gedämmt. Ja, der Da wirst du. vorne habe ich mir noch ein kleines Pullauge reingemacht, das von außen mit Gage versehen ist. Ja, da kommt nichts drin. Und die andere Zirkulation befindet sich an den Türen. Seht ihr das? Das sind eingestanzte Luftlöcher. Musste ja früher auch zirkulieren, diese Gerätschaften. Hat man einmal an der Tür und einmal vorne der Tür. Ansonsten hast du nur die Gummidichtung, die das ganze Ding abschließt. So, meine Innenverriegelung ist hier. Zack. Bolzen durch. Ist das Ding gesichert. So, das war eigentlich im Großen und Ganzen. Wie gesagt, hier hast du noch deine Auszugelemente, ne? Da hast du dann alles geordnet. So, meine Küche sieht zwar nicht ganz so sauber aus, hab gerade mal gefrühstückt. Man schläft ja immer ein bisschen länger, ne? Jo, klein, aber fein, sage ich mir immer. Fällt ihnen immer wieder was ein. Jetzt ist meine Frau Rentnerin geworden. Und wie soll ich sie mitnehmen? Da ist es ein bisschen eng. Und da will ich mich vergrößern. Aber wiederum mit Hänger und Zuchtmaschine. Ne? Ich will flexibel bleiben. Ich will den Hänger stellen und dann unterwegs sein. Wie Kroatien. Ja? Da habe ich mir hingestellt und dann habe ich mir mal eine schöne ruhige Bucht ausgesucht. Ja. Ansonsten ist ja jeder Strand überlaufen. Ne? Ja. War ich vorher gewesen. Siehst du, und den Tisch hier, den gibt es ja offiziell. Hatte ich im Gut Basthorst. Das ist bei Hamburg. Ja. Habe ich das gesehen, aber das Ding hat gekostet 280 €. Da habe ich gesagt, so was baue ich mir alleine nach. Und ich kann mir sogar noch die Reifenstärke einstellen. Ja. Nimm die Schraube hier oben raus, schiebe das Rohr, wie ich es brauche. Und dann wird der einfach rübergehangen. Den Grundrahmen, das kannst du noch runternehmen. Und fertig. Schönes Ding. So. Und der macht seine Arbeit. Das ist mehr so Wasserkanister drauf, waschen. Ich habe dann drüben noch eine durchgehende Kederschiene. Da kommt dann noch so ein kleiner Vorhang ran. Ne? Ja, dass ich ein bisschen im Schatten sitze. Also so flexibel wie möglich gestalten. Jeder hat andere Ideen und ich hatte eben diesen. Ne? Fertig ist der Salat. Schön. Danke, Roland. Bitte, bitte.